Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Ausgabe. Es geht um 45 € für Gebäck, nicht Gepäck. Also das ist kein Schreibfehler. Wir haben einen Deal, so einen Deal, der euch von Bangkok über Helsinki nach Rom bringt für 2000 und ein bisschen kaputte in der Business Class mit Finnair. Weiter geht es mit 380er. 380er Betreiber Nummer weiß ich gar nicht, aber es ist einer dazugekommen, der sich eine gebrauchte geholt hat. Interessante Geschichte. Wir hatten es schon mal, aber jetzt hat er wirklich anscheinend eine. Dann haben wir Qatar Airways. 14.000 oder 28.000 Avios, die man mit einer Promotion bekommen kann. Wir haben dann natürlich für euch viele, viele gepresste, frische Themen. Aber lasst uns direkt einsteigen, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt und vor allem ganz, ganz wichtig, kommentiert. Denkt auch an die Kanalmitgliedschaft, auch ganz wichtig. So, dann gibt es Global Airlines. So heißt der neueste Player im Bereich A380 Betreiber. Und wir wollen uns das Ganze mal ganz genau angucken. Der hat nämlich gesagt, er hätte eine Art Gaming-Stuhl mit Recaro. Ihr wisst ja, Recaro mag ich. Und er hat Microsoft Corporation, also das heißt, die haben so eine Gaming-Ding-Geschichte, die man als Sitz nehmen kann. Und man möchte in England starten. Die Geschichte ist so, dass man alleine schon dieses Jahr Flugzeuge haben wollte, hat aber anscheinend nicht geklappt. Und man hat jetzt nach eigenen Angaben die erste A380 von Doric Aviation erworben. Doric Aviation sind die den Highfly Airbus hatten, der vorher bei Singapore Airlines war und dann bei den Portugiesen 3 Jahre war. Der gebrauchte A380er ist jetzt nicht unbedingt ein Kassenschlager, wo man sagt, da sind die Leute hinterher. Aber meine Frage ist trotzdem bei der Frage des Tages, macht das Sinn, mit einem 380er das Ganze zu machen? Ein Flugzeug, was doch relativ aufwendig und teuer ist im Betreiben. Und die zweite Frage ist natürlich auch, glaubt ihr an Global Airlines? Die wollen nämlich mit dem 380er anfangen, demnächst zu fliegen. Das heißt also, man sagt, man möchte von London aus nach Amerika. Das ist doch komplett krass. Die Maschine ist zwar eine ehemalige Singapore Airlines Maschine, aber hat irgendwie von den Bildern her, wenn man sie sich hier anguckt, nichts zu tun mit dem, was die auf ihrer Hochglanz-Webseite beschreiben. Der Kollege ist natürlich kein Unbekannter, der es gemacht hat. Das ist Aschkirch irgendwas. Das ist ein Manager, der hinter dem Ferienhausvermittler Holiday Swap steht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Global Airlines ist somit auch eine Tochter von der Holiday Swap und er hat die 380er gekauft, nicht geleast. Daran sieht man, dass er nennt es Long-Term Commitment hat, also eine Langzeitgeschichte damit anstrebt und nicht einfach mal liest und dann die Bude wieder abstößt. Ich bin mal gespannt, wenn man noch im Sommer 2024 oder Frühjahr 2024 Transatlantikflüge von den Flugzeugen sieht und vor allem welche Kabine. Und wo der Unterschied zu sehen ist, das kommt hier, wartet, aufpassen. Hier ist es jetzt, das eine Bild will ich euch mal zeigen. So sieht die Bude, ist leider so ein komisches Format, was die gemacht haben. So sieht die Bude jetzt aus. Na, ich kann es auch mal ein bisschen größer machen, dann sieht man das ganze Glück. Ja, das ist eine geparkte Maschine. Die ist abgedeckt, da ist einfach nur das Highfly abgezogen, Global drauf aufs Leitwerk. So, zack. Das haben wir. Das ist das Bild, wie es aussehen soll. Das ist natürlich ein Render, ist natürlich richtig geil. Also ich finde von der Farbe her schön, ich finde das alles hübsch. Aber das Bild von vorher, wenn man halt den anderen Flieger sieht, ja, ein bisschen traurig das ganze Spiel, oder? Aber auch hier könnt ihr jetzt eure Kommentare schreiben und sagen, was ihr von dem Kollegen haltet, Aschquit, der halt jetzt diese Maschine sein eigen nennt. Ich bin da wirklich gespannt. 400 irgendwas Passagiere sollen da reinpassen. 461, glaube ich, waren es. Und das ist halt der Sitzplatz, ne, 471. Und 471 ist das, was Singapore Airlines angeboten hat. Und er will da sein Produkt reinbringen. Lasst mich mal euch kurz zeigen, wie das auf der Webseite aussieht. Ich muss mal kurz auf die Webseite gehen, Global Airlines. Zumindest hat er sich ja auch die Webseite gesichert.
und da können wir uns das auch mal schön angucken. Hier haben wir den Share Screen, da seht ihr das auch. Man kann sich auch anmelden mit E-Mail. Da seht ihr auch nochmal das Rendering von dem Flugzeug, was ich euch eben gezeigt habe. Er hat hier auch ganz knallhart sein Bild von dem Flieger, was ich euch gezeigt hatte. Seine Vision. Hier sieht man die Flugzeuge, wie sie aussehen sollen. Also hübsch ist es schon. Man kann sich registrieren. Und ich muss jetzt mal kurz gucken, ist das hier? Nee, das hat er nicht mehr. Früher hatte er da wirklich auch diese Sachen. Ah, hier kommt's. Da sieht man, wie er wirklich eine First Class einbauen will, eine Business Class einbauen, Economy Class, soweit, so gut. Aber diese Sitze, die er hatte mit Microsoft und mit Recaro, das ist verschwunden. Das hatte ich euch ja mal gezeigt bei der letzten Sendung. Heißt also über Global, müssen wir mal gucken, im Archiv. Also wird das nichts anderes sein als ein warmer Aufguss von einer über 10 Jahre alten Singapore Airlines Maschine mit der Registrierung. Wissen wir es noch nicht, aber mit der Produktionsnummer MSN 006. Ja, wir wünschen dem James Ashquith zumindest jetzt erstmal viel Glück und viel Freude. Ich bin mal gespannt, was ihr in euren Kommentaren dazu schreibt und wie ihr dazu steht. Also, dass ihr dazu als Armchair-CEOs mal sagt, hey, 380er-Kollege, sportlich. Was auch sportlich ist, ist Business Class fliegen bei einigen Fluggesellschaften, aber immer schlimmer wird Economy Class fliegen, weil wenn man das sich anguckt, ist das kein Genuss. Air Berlin hat ja noch viele Sachen hübsch gebracht, hat dann aber auch abgebaut. Lufthansa hat abgebaut. Also das heißt, alle Fluggesellschaften sind trotzdem, und deshalb sage ich auch Air Berlin, die sind halt nicht daran gesund geworden, dass sie halt gekürzt haben. Ja, heißt also, die Fluggesellschaften, wir haben ja bei Lufthansa auch gesehen, 80 Cent ist das Essen wert, was wir bekommen haben. Die verkaufen 4, irgendwas Millionen dann das Essen. Und ich finde das schlimm, dass so etwas passiert. Und jetzt kommt Air France. Die wollen auch in den Reigen gehen, dass man in der Economy Class die Snacks und die Getränke killt. Ja? Aber guckt, dass er nicht den Weg von Air Berlin geht. Heißt also, dass ihr denkt, dass ihr, wenn ihr spart nach unten, dass ihr dann irgendwann mal wieder Freude habt. Das ist wirklich nicht in Ordnung. Es gibt jetzt von Air Berlin, sage ich schon, von Air France gibt es eine Umfrage unter den Kunden und die wollen dort experimentieren mit Buy on Board, also Bob, das, was Lufthansa macht. Und KLM wird dann wahrscheinlich auch demselben folgen, weil es ja derselbe Konzern. Fluggesellschaften sind viele natürlich an Buy on Board gegangen. Wir können ja gucken, Finnair ist da, British Airways, SAS, Lufthansa mit all seinen Töchtern. Das ist halt das Schlimme in meinen Augen. Es gibt nur noch einen, der wirklich ordentliches Essen bringt. Das ist Turkish Airlines. Den kann man ja auch nicht vorhalten, dass sie eine europäische Fluggesellschaft sind, obwohl sie mit Istanbul in Europa liegen, sondern sie sind eher am Mittleren Osten, also Nahosten heißt es ja im deutschen Middle East Market, orientiert. Und ich würde mich wirklich nicht wundern, wenn die das bei der Air France auf allgemeinen Kundenwunsch, ich weiß gar nicht, wie heißt das auf Französisch, da könnt ihr mal kommentieren und sagen, was ihr davon haltet. Also ich glaube, dass das in meinen Augen wirklich nicht in Ordnung ist, dass man auf Buy on Board geht. Dass man Buy on Board als Alternative anbietet zu dem, was man da anbietet, zu der Stulle für 80 Cent. Okay, finde ich okay. Aber alles andere, aber auch hier seid frei zu kommentieren, denn schwierig. Man will Premium sein, ist aber dann am Ende des Tages was anderes als Premium. Ja. Ich möchte nicht das sagen, was ich gerade gedacht habe. Dann geht so eine Fluggesellschaft. Ich will nicht sagen, dass ich vor denen warne oder dass ich sage, hey, fliegt nicht mit denen, aber es gibt jetzt einen Fall bei Ryanair und da haben wir auch ein schickes Bild. Wer kennt von euch nicht dieses Gebäck, der auf den Balearen war? Das heißt also, auf Mallorca gibt es diese, ja, was ist denn das überhaupt? Das ist halt so ein Stück
Hefeschnecke oder sowas, ne? Also wer hat von euch das schon mal probiert, kann das unten kommentieren und kann sagen, was er davon hält. Aber, und das ist das Schlimme, Ryanair kassiert Kunden dafür ab als Gepäckstück und das sind dann 45 € für die Mitnahme von einem Stück Gebäck. Gebäck und Gebäck, nicht Gepäck. Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie groß dieses Ding jetzt ist. Ich habe selber das auf Mallorca nie gesehen, weil ich noch nie auf Mallorca war, muss ich zu meiner Schande gestehen. Außer am Flughafen. Und ich finde das krass. Das heißt also, diese Hefeschnecke gehört wohl zu einem der kulturellen Güter Mallorcas und deshalb schlägt er dort hohe Wellen. Denn alle anderen Airlines erlauben Passagiere die Mitnahme von 2 Ensaimadas. Ensaimadas? Ist das die richtige Aussprache? Ich spreche keine Spanisch. Sagt Pep Miranda von der mallorquinischen Bäckervereinigung. Und das ist nur bei Ryanair ein Problem. Und wir reden hier über viele Flüge. Ja, natürlich. Ryanair fliegt ja quasi in die halbe Welt, also halb Europa nach Mallorca. Das Problem soll nun bei einem Kuchengipfel zwischen der Airline, der Bäckerei und der Regierung stattfinden. Das heißt also, das Ding ist jetzt relativ hochgekocht, 45 €. Ziel ist es, das lokale Erzeugnis zu verteidigen und jede Form der Diskriminierung zu vermeiden. So sagte der Tourismusminister der Balearen im Vorfeld. Damit ist halt der Ton gesetzt und ich bin mal gespannt, was Ryanair dazu sagt, ob sie auf ihren Revenue Stream von 45 € für eine, ich muss es wieder ablesen, weil ich kein Spanisch kann, Hefeschnecke und im Spanischen heißt es Ensaimadas. Ensaimadas? Keine Ahnung. Ihr könnt es ja nochmal sagen. Vielleicht müssen wir es nochmal googeln. Also ich fand das ein Knüller. Hier nochmal für euch kurz das fürs Auge. So sieht die Bude aus. Ich habe jetzt keine Referenz, wie groß das ist, ob das eine Handflatschen voll ist oder sowas. Ich finde es wirklich nur amüsant, wenn man es sich anguckt. Wenn man bei der TSA guckt, was alles so abgenommen wird, dann finde ich das teilweise nicht mehr wirklich lustig und amüsant, was Leute in Flugzeuge bringen wollen. Ich habe den Beitrag auf Facebook gefunden, hier nochmal in ganz groß. Da seht ihr das. Hier ist übrigens auch ein Milwaukee Taschenmesser und andere Produkte. Ich meine, das kannst du ja nicht ausdenken. Hier ist normales Küchen- oder so ein normales Messer vom Essen. Aber sie sagen, das ist das, was Passagiere als VAP, das ist Voluntary Abandoned Property, abgegeben haben. Und das ist nur von einem Flughafen. So, also das, ich weiß jetzt nicht, in welchem Zeitraum das ist, aber wenn man sich anguckt, was die Leute damit alles machen wollen, das ist schon eine krasse Nummer. Wollen die da irgendwie unterwegs irgendwelche Ikea-Möbel zusammenbauen oder kochen? Ich weiß es nicht. Also ich finde das schon spannend, wie Leute auf die Idee kommen, so etwas mitzunehmen. Aber dann seht ihr mal, was die Leute so in ihren Koffern haben und warum es teilweise ganz gut ist, dass man 99% oder sogar 99,9999999% haben ja nichts Böses damit vor. Ich bin ja selber auch meines Taschenmessers beraubt worden und habe es jetzt hier am Set. Warte, dann muss ich suchen. Oh, ich komme. Wenn man es schnell nehmen will, dann sag mal, dann wehrt es sich. Das kann es nicht sein. Also selbst dieses Taschenmesser ist mir schon mal abgenommen worden. Also nicht dieses genau, sondern dieses, der Bruder, die Schwester oder wer auch immer, in Österreich. Aber ja, also ich sag mal so, wenn man natürlich ein Teppichmesser oder so ein Messer abnimmt, so ein scharfes, das kann ich verstehen. Aber so ein Sackmesser wie der Schweizer sagt nicht. Aber wenn man sich die Bilder wirklich anguckt, was die da haben, das ist krass, oder? Also, auch hier, was ist das denn von? Ist das von Caterpillar, dieses kleine Männchen unten links, seht ihr das? Auch lustig. Ja gut, also haben wir das nochmal besprochen, dass ihr eure Sachen kontrolliert und so einen Quatsch nicht mitnehmt. Und ihr seid von mir gewarnt worden, dass ihr ein Sackmesser nicht mitnehmen dürft. Heißt also, dass ihr aufpasst und nicht davon beraubt werdet. Dann haben wir nochmal eine Geschichte, die interessant ist,
Batik Air. Batik Air aus Kuala Lumpur. Sind die aus Kuala Lumpur? Ja, Kuala Lumpur wollen mit der 737 MAX 8 nach Auckland fliegen. Über 12 Stunden 737 MAX 8. Ich halte da inne, mache ein kleines Stoßgebet, auch wenn es ein Airbus A320 wäre oder sowas, oder ein Neo, ein LR oder ein XLR oder was auch immer. 12 Stunden ist gegen jede Menschen gerichtet, die irgendwie zivilisiert, kultiviert fliegen wollen. Das ist ein Verstoß gegen die Menschenwürde, gegen die Menschenrechte und sollte auch eigentlich verfassungswidrig sein. Also, und jetzt sagt ihr, wo fliegen die hin? Nach Auckland. Die Strecke ist fast so lang wie von Frankfurt nach Johannesburg. Und die wird ja mit einer 747 geflogen. Ich bin selber das ja schon öfters geflogen. Oder auch mit einem 380er ist nach Johannesburg geflogen worden. Es ist mit 340er sind auch runtergegangen. 777 von der Swiss. Alles kein Thema. Aber überleg mal, du musst dann mit dem 321er hin. Der Jet kann natürlich immer weiter fliegen. Und er hat auch da die Reichweiten, dass man dort das nicht in einem Rutsche durchfliegen kann. Weil das bedeutet eine Strecke von Kuala Lumpur nach Auckland in Neuseeland von 8.700 Kilometern. Und wenn man das jetzt sich anguckt, ist es so, dass man einen Zwischenstopp in Perth in Australien einlegt, nach 5 Stunden 40. So ergibt sich sogar eine Strecke von 9.500 Kilometern, die geflogen wird. Und Batik Air weiß ich jetzt nicht wirklich, ob die dafür berühmt-berüchtigt sind, eine Premium-Airline zu sein. Ich habe eher den Verdacht, dass das eine Airline ist, die eher im Billigsegment unterwegs ist. Aber ihr könnt mich hier verbessern, kommentiert unten. Und man möchte da die 5. Freiheit ausnutzen. Heißt also, man möchte die Strecke von Perth nach Auckland dann auch irgendwie vermarkten. Aber wenn ich doch die Möglichkeit habe, mit den Freunden von Qantas in einer ordentlichen Maschine zu fliegen, dann fliege ich doch nicht in der 737 MAX 8. Ja, also ich komme da nicht drüber weg. Und ich sag mal so, das ist eine krasse Strecke, überleg mal. Also da müssen wir wirklich nochmal mit Batik Air sprechen und sagen, das ist wirklich zu lang. Also das geht gar nicht. Kommentiert hier unten, ob er in so einem Seelenverkäufer, nicht weil es eine schlechte Maschine ist, sondern weil es keine Sitzabstände gibt, weil es einfach in einem Narrow Body 12 Stunden mit einer Pause in der Mitte, also 5:40 und 6:40, glaube ich, ist die Flugzeit. Nee. Da muss Lars sagen, nein. Thank you, but no thank you. Da muss man wirklich, nee, also ich kann da nichts zu sagen. Nein. Ich gehe auf das nächste Thema, das ist die Freunde von Qatar Airways mit den Avios. Die haben eine Promotion, da könnt ihr 14.000 bzw. 28.000 Avios pro Trip bekommen bis zum 30. September. Der einzige Nachteil ist, ihr müsst bis zum 4. Juni buchen. Und diese Promotion W Adventures with Avios ist so, dass ihr dort einen Promotion Code eingeben müsst und der Promotion Code ist LHSH23. Und man bekommt in der Economy Class 14.000 Avios, in der Business Class 28.000 Avios bis zum 30. September für den Hin- und Rückflug jeweils. Das Angebot ist von Doha zu gewissen Destinationen erhältlich. Abuja, Agra, Algerien, Amsterdam, Atlanta, Auckland, Bali, also Denpasar, Bangkok, Barcelona, Peking, Berlin, Birmingham, Boston, Brisbane, Brussels, Budapest, Buenos Aires, Cape Town, Casablanca. Ihr seht, ganze Reihe. Ich möchte nicht alle vorlesen, aber auch Wien, Warschau, geht alles. Zürich ist auch dabei, genau. Also schaut es euch an, die Promotion. Es ist halt wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot, wenn man sich das anguckt. Aber wenn man von Doha aus fliegt, ist das nicht immer ganz so billig. Ne? Aber wenn man im Mittleren Osten lebt und ab Doha abfliegen muss, ist das doch schon mal eine coole Geschichte, wenn ihr da 28.000 Avios abgreifen könnt in der Business Class oder zumindest 14.000, was eigentlich der bessere Deal ist in der Economy Class.
Und ja, das ist so ein kleines Schmankerl wahrscheinlich für die Leute, die in Katar wohnen. Und schaut euch das an. Ich finde es eine coole Geschichte. Jetzt haben wir natürlich auch wieder die Airfare des Tages. Da gibt es für euch hier wieder den Deal. Heißt also, Bangkok-Helsinki nach Rom hin und zurück sind 12.608 Meilen. Es wird jetzt etwas falsch gezeigt. Warum? Ganz einfach. Falsch gezeigt, weil man fliegt da nicht über Russland oder sowas, sondern ihr fliegt hier unten rum, geht dann wahrscheinlich hier so und ihr fliegt sogar ein Stück vielleicht an Rom vorbei, um hochzukommen. Also es wird eher in dem Bereich hier sein. Dann wollt ihr wissen, wie viele Meilen gibt es für die ganze Bude. Bei Iberia gibt es Buchungsklasse R&I übrigens 18.904 Meilen, American 18.904, 15.754, langsam sprechen. Gibt es Alaska Airlines Mile bei Alaska und bei British, dann 13.233 bei Royal, 12.602 bei Malaysia, 9.000 paar kaputte bei S7, Katar, Sri Lanka, Japan und der LATAM. Cathay Pacific hat Gott sei Dank noch 7.877 Meilen. Und 0 Meilen gibt es bei den Freunden von Qantas. Und Finnair, da wollt ihr wissen, was es ist. Ihr bekommt natürlich für den Flug von, weil es ja Business Class ist, von Helsinki nach Bangkok und zurück sind das jeweils entweder einmal 12.000, in der IR sind es sogar 16.000 und wenn ihr den Zubringer habt von Rom nach Helsinki, sind es einmal 4.000 oder 3.000, je nach Ding. Würde also rein theoretisch heißen, dass ihr dort einmal 20.000, einmal 15.000, also 35.000 Meilen bekommen würdet bei Finnair, zuzüglich natürlich eurem Bonus, den ihr habt als Statuskunde. So, damit haben wir die Sendung für heute wieder abgearbeitet. Ich habe auch schon für euch die Lufthansa Meilen-Highlights gemacht. Wer Kanalmitglied ist, sieht sie bald. So, die Frage des Tages nochmal fürs Angebot. Glaubt ihr an Global Airlines? Ist es nicht kühn, mit einer A380 anzufangen oder auch einer Flotte, 4 Stück? Und vor allem, welche sollen das werden? Also gibt es irgendwo noch Singapore Airlines, weil irgendwie, wenn die Kabinen immer unterschiedlich sind oder sowas und die müssen Geld in die Kabine stecken, ist das natürlich auch ein Riesenproblem. Deshalb bin ich mal gespannt, was ihr kommentiert habt. Sieht so aus, als ob ihr 41 Kommentare gemacht habt bis jetzt. Und dann fangen wir direkt an, was ihr gesagt habt. Natürlich. So. Dann gucken wir, wer war der Erste, der was geschrieben hat nach mir. Das war Frank. Hallo, Grüße aus Bremen. Es ist immer schon sehr mutig, mit einem solchen Flieger zu starten. Das sollten nur erfahrene Airlines machen, sonst endet das so chaotisch wie beim Marabu. Ja, Marabu machen aber Profis, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Marabu ist ja eigentlich die X-Flight, die im Prinzip die Ops macht. Und wer halt das Timing macht Condor. Ne? Und die machen das ja schon. Die haben ja andere Flugzeuge. Die fliegen ja für SAS, die fliegen ja für die, oder sind geflogen für die LOT, sind auch mit der Lufthansa in Verhandlungen für die Lufthansa zu fliegen. Nur so als Hinweis. Dann, hallo Sven, hallo Ronny, hallo Tore, hallo Ingo. Opening Sound, den haben wir doch länger schon gehabt, den Opening Sound, oder? Warte. So, dann, Sven sagt mutig viel Erfolg. Sage ich auch mutig viel Erfolg. Ja, Mario und ich wollten die 380er machen. Wir haben uns dagegen entschieden, aus den Gründen, die ja bekannt sind. 4 Triebwerke, das geht nicht. Und Mario ist mit seiner Liebe zum A380er irgendwie nicht konsistent gewesen. Er distanziert sich da auch und deshalb war mir das nicht wirklich geheuer, mit Mario dann in das 380er-Business einzutreten, weil das muss man nur machen und kann man nur machen, wenn man ein wirklicher 380-Liebhaber ist. Und beim Thema Liebhaber schickt uns Likes.
Wir lieben Likes. Ich werde Mario ansprechen beim nächsten Sky High Talk. Stille Teilhaber. Nee, still bin ich nicht. Ich bin schüchtern, aber ich bin nicht still. Ronny, warum nicht? Die Briten fliegen gerne nach New York und Miami, es wäre günstiger als BR ist und was. Ja, aber die Frage ist ja nicht, ob man günstiger ist, sondern ob man auch produzieren kann zu dem Preis und natürlich auch das Geld bekommt, was man braucht, um die Flieger zu fliegen. Weil wenn er mit seinem Gaming-Konzept gekommen ist, was mal was anderes ist, hätte ich das ja interessant gefunden. Aber jetzt kommt man mit einer 10 Jahre oder noch älteren Singapore Airlines Kabine da an, die ja irgendwie da vielleicht sogar schon halb durchgerottet ist, halte ich für problematisch. Hallo Stadtbär, hallo Thorsten, guten Abend. Dann Ingo, Gaming Chairs, wäre verständlich mit 4 Triebwerken, irgendwo muss der Strom herkommen. Ja, das ist richtig. Dann, ich weiß gar nicht, was Thor uns damit sagen möchte, aber er wird es wissen. So, hier habt ihr das jetzt gehabt. Hallo Sascha, hallo Stadtbär. Der GH Titanium Guide von gestern wirklich super, bin echt neugierig geworden. Ja, es wird auch noch einen zweiten Teil dazu geben. Ich habe viele Fragen von euch bekommen und ich werde die zweiten Fragen machen. Für Nicht-Kanalmitglieder wird der Beitrag morgen wahrscheinlich erst freigeschaltet. Deshalb. Und denkt dran, als Kanalmitglieder auch den Beitrag, wenn ihr ihn geschaut habt, zu liken. Ganz wichtig. Danke. Ja, Ensaimada de Mallorca heißt das Gebäck. Die Frage ist nur, wie spricht man das aus? Immer wieder mit dem Scheißhaufen. Hallo Wings and Rails. Alles wird teurer, Flugpreise wie vormals wird es nicht mehr geben, daher ähnliches Niveau ohne inklusive Service oder eben 20-30% teurer im Sinne der Umwelt auch angebracht. Dann immer schön den Green-Tarif buchen. So, Tore, die Frage ist, ob Sie außersehen mitnehmen oder weil Sie es wollen und wussten. Ja, das ist so. Wer Ryanair fliegt, ist selber schuld. Er weiß doch jeder, wie die drauf sind. Ja, aber ich finde das so ein Gebäckstück, muss ich ehrlicherweise sagen, würde ich sagen, komm hier, 45 Euro. Weißt du, was für 45 Euro alles kriegst? Das Gepäck ist in der Breite wie eine Hutschachtel, also quasi so. Aber ist ja nur so. Also kann man sagen, dass das so wie eine Schallplatte ist, vielleicht nur ein bisschen größer. So für uns als alte Analogfreunde. Ja, ich weiß, jetzt kann man feststellen, wer geboren ist und wann geboren ist, ob die überhaupt noch Schallplatten kennen oder Tonträger. Oder wir machen mal irgendwann den Trick und geben eine Kassette und einen Bleistift und fragen, was machst du damit? Dann verfassungswidrig. Ja, natürlich ist das verfassungswidrig, das ist doch ganz klar. Hallo Kanalhopper. Ja, hatte ich doch richtig gedacht, dass das ein Low-Cost-Airlines ist, die Baltic Airlines. Also das geht ja auch nicht anders. Also, aber noch schlimmer, dann erst gar nicht fliegen. Wenn das eine All-Business-Class wäre, wie in der 737 zum Beispiel von der aus Dubai, Fly Dubai, wie die ersten Sitze an der Front sind oder bei der Mint von JetBlue und das wäre dann die ganze Bude durch, würde ich auch sagen. Aber ich hatte irgendwie im Urin, dass das irgendwie so alles eine enge Bude ist. Dann hoffentlich Business. Ja, die Frage ist, ob die eine Business Class haben oder ob das so eine europäische Veranstaltung ist. Müssen wir gleich mal angucken. Ich gucke das mal gerade nach. Baltic 737 MAX 8. Dann gucken wir doch mal, wie die Flieger aussehen. Und ich möchte, ich sehe es schon, hier, weil Jetfotos gibt es natürlich mit, das ist jetzt nicht wirklich Business Class, oder? Also, dann sagen wir doch einfach mal Totzins.
Venture X, Hallöchen. Mit einer 737 eine längere Strecke zu fliegen ist eine Zumutung. Mir hat im März der Flug von POJ, Costa Rica, wie heißt das nochmal? Ihr wisst, was ich meine. Nach JFK gereicht und das waren nur 4 Stunden 9 Minuten. Costa Rica, wie heißt denn der Flughafen? Ihr schreibt es gleich hin. Ist auch eine Möglichkeit, die Kommentare zu steigern. Das Taschenmesser mit der Klinge von weniger als 6 in der Hand. Ja, aber Österreich hat bei den 6, also das Problem, ich hatte es ja schon mal erklärt, es sind 6 Zentimeter, aber überall auf der Welt sind die 6 Zentimeter der scharfe Bereich. Das heißt also das hier genau, das sind genau 6 Zentimeter. Ja? Wenn man aber in Österreich ist, zählt auch der unscharfe Bereich dazu. Das heißt also, wenn man das hier jetzt abschneiden würde, wäre das ja alles tipptopp. Aber es darf halt nicht länger sein, das ganze Metallstück. Ne? Und das ist in Österreich halt anders. Ich hoffe, das war verständlich. Wobei ich es immer noch nicht verstehe, warum Österreich andere Gesetze hat als der gemeine Deutsche. Bei Batik Air wird wohl mit Lavendel in der Luft gearbeitet, um das aus... Ja, das ist auch die nächste Sache. Und vor allem, überleg mal, 12 Stunden. Du kannst nicht pennen, gar nichts. Also das... Nee. Ja, es geht ja nicht darum, dass die Leute da stapeln kannst. Es ist einfach menschenwürdig und verfassungsfriedrig in meinen Augen. Ich sage das nochmal, das ist ein Menschenrecht. Ist einfach so. Dann geht es weiter. Ja, S7 ist aus Russland. Meilen sammeln ist ja immer so ein Thema. S7 ist halt, wie soll ich sagen, ist halt One World. Aber ob man da aktiv noch Meilen sammeln kann, weiß ich nicht, weil wir gucken ja immer bei Where to Credit. Und Where to Credit gibt nur die Windrichtung. Die Punkte, für die ich heute eine Garantie übernehmen würde, wären bei Finnair, die ich auf der Finnair-Seite gezeigt habe. Ja, es ist Sommer. Ich habe heute in der Tat über den Münchner Stammtisch nachgedacht, ob ich nach München wieder erscheinen soll. Ich bin noch nicht ganz schlüssig. Wann? Also, dass ich komme, ganz klar. Dann mal mit James quatschen, was... Ja, das glaube ich auch. Ja, nur ist wie eine Kneipe. Wenn du dein bester Kunde bist, ist das halt schwierig. Und ich glaube, wenn wir als Vielflieger und als Punktefetischisten für so Programme verantwortlich wären, und das habe ich auch in vielen Gesprächen mit Verantwortlichen immer wieder gehabt, ich war teilweise radikaler als die selber, weil ich halt die Loopholes kenne und mich über solche Dinge ärgere. Das heißt also, man war da echt verwundert. Ist ja kein Geheimnis, dass ich bei Finnair war, auch nach den Änderungen. Und ich habe da auch mit Pekka Antila gesprochen und er war irritiert, dass ich bei einigen Dingen gesagt habe, da hast du zu viel gemacht. Und Finnair ist ja auch heute zurückgerudert beim Gepäck. Man hat also das Gepäck in der Business Class wieder auf den alten Status zurückgebracht, wenn es um Handgepäck geht. Und ich habe ihm zum Beispiel auch gesagt, dass bei einem Silberstatus, der ein Einstiegsstatus ist, zu viele Vorteile sind, aber beim Platin oder beim Lumo vor allem zu wenig Statusvorteile sind. Also das heißt, wir sind dort als Meilenjünger vielleicht zu kritisch auf dem einen Ende und auf dem anderen Ende. Also ja, deshalb ist man, ich sage es hier wieder an der Stelle, wenn man in der Kneipe der Wirt ist und dann sein bester Kunde ist halt nicht das Beste. So... Ich weiß nicht, mit wem Mario fremd geht. Das müssen wir ihn fragen. Denkt und behaltet die Fragen im Hinterkopf bis Sonntag. Ja. Frank, Punta Cana, genau. Punta Cana was. Ich weiß gar nicht, wie ich da. Ich weiß auch gar nicht, warum ich auf Dings kam. Aber egal. Bekloppte Leute heute unterwegs. Dann. Schön, dass das geklappt hat mit der Erklärung, weil für mich war es nicht nachvollziehbar, dass der Österreicher halt andere Gesetze hat. Aber nun gut. Die Sendung wieder 35 Minuten, 48 Sekunden. Ich danke euch, dass ihr heute wieder durchgehalten habt, dass ihr bei Frequent Traveler TV dabei gewesen seid.
Macht die Kanalmitgliedschaft, dann kriegt ihr auch ganz, ganz schnell viele andere Formate. Ihr seht, ich blase neue Formate raus und es wird auch ein neues Format nochmal geben. Wir werden auch ein Hotelreview machen. Im Juni wird es Hotelreviews geben, 2 Stück. Und ich bin mal gespannt. Also, Kanal abonnieren, Glocke, Like, kommentieren, Kanalmitgliedschaft und Kanalmitgliedschaft. Also, bis dann, danke und ciao. Wo ist es denn jetzt hier? Hier ist der Ausknopf. Also, bis dann, ciao.